Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Vor ein paar Tagen habe ich bei mir im Gartencenter ja so Dekokugeln aus Draht gesehen. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich diese Kugeln mal nachbasteln werde. Was ihr auf jeden Fall für dieses Projekt benötigt, ist ein Luftballon, 2 mm starker Aluminiumdraht. Dann habe ich hier noch normalen Bindedraht und natürlich nicht zu vergessen eine Schere für den Draht. Im Anschluss wird meine Kugel dann auch noch dekoriert werden. Den Aluminiumdraht, den könnt ihr auch in ganz vielen verschiedenen Farben erhalten. Das gleiche gilt auch für diesen Bindedraht, da habt ihr eine riesige Farbauswahl. Ich habe mich jetzt bewusst für diese beiden Farben entschieden. Ja, und jetzt wird zunächst der Luftballon mit dem dicksten Draht mal kreuz und quer umwickelt werden. Ist jetzt aber auch ein bisschen friemelig. Einfach so nach Gefühl hier immer mal so drumherum gehen. Dann würde ich im Laufe des Prozesses das Drahtende hier schon mal an dem bereits dran gewickelten Draht befestigen. So, dauert hier einen kleinen Moment. Das muss jetzt auch nicht hier super stramm um diesen Luftballon drumherum gewickelt werden. Das dient jetzt ja einfach nur so, ich sag mal, als Form. Auch wenn ihr mal eine Schlaufe bei dem Draht haben solltet, ist überhaupt nicht schlimm. Und im Zweifel dann einfach mal auch zu zweit drumherum wickeln. Den Aluminiumdraht schneide ich jetzt ab und befestige den mal an dem bereits dran gewickelten. Das muss jetzt auch noch nicht Gott weiß wie hübsch aussehen. Ihr könnt das auch alles hier immer noch so ein bisschen zurechtformen. Ist ja halt Draht, ne? Den kann man biegen. Wenn ihr jetzt mal stellenweise das Gefühl haben solltet, ach, da ist mir jetzt irgendwie zu wenig, ist überhaupt nicht schlimm, dann könnt ihr einfach nochmal neuen Draht dran wickeln. So, der kommt jetzt mal beiseite. Tun wir dich mal dahin. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich halt noch diesen feinen Aluminiumdraht da auch noch drumherum wickeln werde. Mache ich hier an irgendeiner Stelle mal eben fest und mache das jetzt genauso wie mit diesem dicken Bindedraht. Was man jetzt hier auch mal machen kann, man geht mal so dazwischen entlang, dass das so, ja ich sag mal so im Prinzip auch eingewebt werden wird. Und dann wird das Ganze auch noch mal so ein bisschen stabiler, hoffe ich mir zumindest, oder erhoffe ich mir zumindest. Mein Luftballon ist jetzt gerade von alleine geplatzt. Das wollte ich eigentlich nachher selber machen, aber ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ja, und dann werde ich jetzt mal weiter hier mit meinem Bindedraht meine Kugel umwickeln und verwebt das dann auch mit dem bereits dran gewickelten Bindedraht. Aber man kann die Form ja auf jeden Fall schon mal erkennen und ihr könnt das Ganze immer so ausbiegen, ausformen, wie ihr das halt gerne haben möchtet. Aber ich habe mich gerade tierisch erschrocken, muss ich echt zugeben. Einfach so nach Gefühl hier dann weiter wickeln, wenn bei euch der Luftballon auch bereits schon geplatzt sein sollte. Den Bindedraht habe ich bereits abgeschnitten und befestige den an den bereits dran gewickelten Draht. Ja, und dann wird meine Kugel überprüft werden, ob ich noch an irgendwelchen Stellen ja so kleine Stückchen Bindedraht befestigen sollte. Oder mal anders gesagt, an den Stellen, wo das hier noch so ein bisschen auseinander geht, da befestige ich jetzt auch nochmal Bindedraht dran. So, hier mal eben durchfriemeln. Ich verwurste das Ganze jetzt mal miteinander und schneide das mit meiner Schere mal ab. Was man jetzt auch machen könnte, man nimmt sich einfach mal so eine Zange zur Hilfe. Und dann kann man das nochmal ein bisschen einfacher verzwirbeln. Ja, und gleichzeitig forme ich mir die Kugel jetzt auch mal so ein bisschen aus, dass es eine Kugel ist. Momentan ist sie so ein bisschen eiförmig. Die Kugel habe ich jetzt soweit fertig und im nächsten Schritt mache ich mir mal an irgendeiner Stelle eine Öffnung hinein. Hat auch den Vorteil, dass man die Kugel jetzt von innen auch noch so ein bisschen ja, zurechtbiegen kann. Und ich habe mir jetzt gerade noch so überlegt, man könnte ja auch noch eine Lichterkette innerhalb der Kugel einarbeiten. Oder ihr wickelt die einfach außen drumherum. Meine Drahtlichterkette hat jetzt eine Länge von 3 Metern. Und das Ganze wird aber gleich auch noch von innen ein bisschen dekoriert werden. Kann man machen, muss man auch nicht machen. Das bleibt dann auch wieder jedem selbst überlassen. Ich mache mal den Anfang hier ein bisschen mal an dem Draht fest. Und dann wird die da, wie gesagt, einfach ganz entspannt eingearbeitet werden.
Ich werde jetzt noch den Boden meiner Drahtkugel mit Tilansien auskleiden. Einige kennen die auch unter dem Namen Dschungelmoos. Und auf diesen Tilansien wird dann noch einfach gleich dieser Dekovogel platziert werden. Ja, und dann bin ich mit meiner Kugel auch soweit fertig. Ich muss die halt noch ein bisschen zurechtbiegen, aber das meiste hat man jetzt auf jeden Fall geschafft. Man könnte so eine Kugel jetzt auch zum Beispiel, wie heißt es, österlich dekorieren. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ich lasse das Ganze jetzt, ja, sagen wir mal, ein bisschen schlichter. So, Vogel gehen wir jetzt hier hinein. Und wer möchte, der kann jetzt diese Öffnung hier an der Drahtkugel sich auch wieder zurechtfriemeln, dass das halt wieder geschlossen ist. Man kann jetzt auch im Nachhinein noch überlegen, ob man halt noch ein bisschen mehr von diesem 2 mm starken Aluminiumdraht drumherum wickeln möchte. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schon am Überlegen, ob ich das machen werde. Dieses Batteriefach, das würde ich dann einfach so hinter der Kugel platzieren. Man muss da ja auch irgendwie auch mal wieder drankommen können. Könnte man auch, wenn man die Öffnung jetzt offen lässt, einfach unterhalb des, jetzt wollte ich schon Mooses sagen, unterhalb dieser Tilansien einarbeiten. Ist aber letzten Endes Geschmackssache. Ich lasse das dann einfach außerhalb dieses Batteriefach. Und ich glaube, ich wickel jetzt doch noch mal ein paar Reihen, ein bisschen Aluminiumdraht drumherum, so rum. Meine Drahtkugel habe ich jetzt soweit fertig und ich bin jetzt im Nachhinein auch ganz froh, dass ich noch diesen restlichen Aluminiumdraht da drumherum gewickelt habe. Ich glaube auch die Idee mit der Lichterkette war jetzt gar nicht so verkehrt. Somit ist das jetzt eine beleuchtete Drahtkugel. Die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt findet ihr auch wie üblich in der Videobeschreibung. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!